Der Titel heißt ja Endlich gemeinsam und da fallen mir zwei Ebenen ein. Endlich gemeinsam auf der einen und auf der anderen Ebene würde ich sagen, immer noch einsam als Gegenentwurf. Wir fahren zusammen ist ja eine Initiative, die Beschäftigte aus dem ÖPNV-Bereich und aktive Aktivistinnen aus der Klimabewegung zusammenbringen wollte und auch immer noch tut, um gemeinsam für die Verkehrswende zu streiten. Die Argumentation ist, wenn wir die Verkehrswende wollen, das heißt, wenn mehr Menschen auf Bus und Bahn umsteigen sollen, dann müssen mehr ÖPNV-Infrastruktur geschaffen werden, also müssen mehr Busse und müssen mehr Bahnen fahren. Und wer fährt diese Busse und Bahnen? Natürlich die Beschäftigten. Das muss ich ja hier in dieser Runde, glaube ich, nicht betonen. Das haben alle im Kopf, dass die arbeitende Bevölkerung hier einfach nichts geht. So auch im ÖPNV-Bereich. Und die Arbeitsbedingungen dort sind aber so miserabel, dass es einen großen Personalmangel gibt. Deswegen war es sozusagen naheliegend, Klimabewegung, die ja auch für Verkehrswende streiken, also kämpfen und streiken, und die Beschäftigten, die für die Verbesserung in ihrem Bereich streiken, zusammenzubringen. Das hat in Deutschland zum ersten Mal sozusagen gab es diese Initiative in dem Bereich ganz gut geklappt. In Potsdam, da wo ich herkomme, nur leider mit Abstrichen. Wir hatten im Betrieb und haben in den örtlichen Betrieben sehr viele, gerade BusfahrerInnen, die sehr stark von rechts beeinflusst sind. Und die waren der Initiative größtenteils standen die sehr ablehnend gegenüber. Aber das ist nochmal eine andere Notiz. Also da hat sich sozusagen beim Stichwort verbindende Klassenpolitik, das ist ja sozusagen das Konzept, verschiedene Bewegungen und die Arbeiterinnenklasse in Deutschland zusammenzubringen. Das hat sehr gut geklappt, aber die einzelnen Projekte, die es in Deutschland gibt, also wir hatten jetzt auch von Tesla den Hahn abdrehen hier von der Lea, der Genosse, der jetzt nur leider nicht da ist, um das darzustellen. Die machen auch eine Arbeit und versuchen dort im Bereich sozusagen E-Autos auch sozusagen Kämpfe zusammenzuführen. Und die Kämpfe, die die Ökosozialistinnen in Deutschland zurzeit führen, die sind doch relativ einsam, weil es noch keine, sage ich mal, breit anerkannte ökosozialistische Organisation gibt, die all diese Kämpfe zusammenführen könnte. Da denken natürlich alle an die Linkspartei. Ich stehe sozusagen, also die Realität der Linkspartei ist, dass es dort zwar sozusagen vereinzelt Genossinnen gibt, die diese Arbeit machen, aber am Haustürwahlkampf hat man ja gesehen, dass es erstmal sich beschränkt auf eine sozusagen direkte Parteiaufbauarbeit und weniger darauf, wirklich Kämpfe zusammenzuführen. Helmut hat da vielleicht auch einen besseren Einblick, der kann vielleicht noch mal was dazu sagen, was da in dem Bereich nochmal geht. Aber meine Wahrnehmung ist, dass es sozusagen bezogen auf die einzelnen Projekte, würdest du mich stoppen, wenn ich die 8 Minuten überziehe? Ja, danke schön. Also dass es sozusagen sehr wohl einzelne Projekte gibt, wie Tesla den Hahn abdrehen und wir fahren zusammen oder auch im Krankenhausbereich, das ist jetzt eher nicht mehr ökosozialistische Initiativen, aber eher so aus der verbindenden Klassenpolitik. Aber diese sozusagen organisatorisch gibt es dann auch keine Kraft, die das zusammenbringt. Daher ist für mich der Titel so endlich gemeinsam irgendwie, wie gesagt, hat er mindestens 2 Ebenen. Und was die Ökologiebewegung anbelangt, ist es ja so, dass die jetzt, ich sag mal, spätestens, also wir haben jetzt weit nach Corona, klar wird, dass die Bewegung so stark, wie sie vor Corona war, nicht mehr ist. Und die Klimabewegung ist in einer Krise, und zwar, glaube ich, auch in einer strategischen Krise, nämlich, dass die Strategie, die die Klimabewegung bis jetzt hatte, nämlich wir sind BittstellerInnen an die Politik
Und wir hoffen, dass, wenn wir nur oft genug mit einer Feuertonne irgendwie vor dem Landtag stehen, dann irgendwann die Gesetze irgendwie anders werden, oder wenn wir oft genug in Berlin demonstrieren oder vor unserem Kommunalparlament, dass da irgendwas tut. Dieser Ansatz ist tot. Die Aktivistinnen dort, die Genossinnen dort haben sich leider ausgebrannt, größtenteils sind verschwunden. Und es wäre ja eigentlich gerade die Funktion einer ökosozialistischen Organisation, die all diese Ökosozialistinnen zusammenbindet, sozusagen diese Aktivistinnen davor zu bewahren, daran zugrunde zu gehen und zu verbrennen und die einzusammeln und die sozusagen noch in einem Abschwenken der Bewegung, wie sagt man, also im Niedergang der Bewegung, sozusagen dort die Frustrationen der Aktivistinnen aufzuhalten. Und diese Kraft, die sehe ich leider in Deutschland nicht. Und genau. Und daher wird es auch in Zukunft schwierig werden, sage ich mal, Ökosozialistinnen zusammenzubilden, einfach weil es an der Schwungmasse fehlt. Die Bewegung ist wieder sozusagen sehr klein geworden. Wenn ich jetzt mich sozusagen im Klimabereich auch in Potsdam gucke, man sieht immer die gleichen, teilweise natürlich auch sozusagen Leute, die auch in anderen Bereichen aktiv sind, aber der große Schwung, der ist vorbei. Und ich sehe auch nicht, wie das in der kommenden Zeit weiter passieren könnte. Das ist sowieso eine Frage der oftmals auch der Spontanität von solchen großen Bewegungen. Also es kann jederzeit wieder ausbrechen. Ja? Ich will damit nicht sozusagen hier für Resignation sorgen. Aber was da jetzt zurzeit anstehen könnte, ich sehe es nicht. Und natürlich macht diese Gemengelage sozusagen ohne eine konkrete Bewegung, eine Massenbewegung, wie sie Fridays for Future war, natürlich auch die Organisierung von Ökosozialistinnen extrem schwierig. Also ich will jetzt gar nicht so ins innerverlangtisch Grundsätzliche gehen, obwohl ich dazu auch was sagen könnte. Ich will was sagen, was das heißt mit der klassenverbindenden Politik. Und der Leines hat natürlich recht mit den grundsätzlichen Bemerkungen jetzt zu Fridays for Future, was da schief läuft oder schief gelaufen ist. Ich möchte es ganz pragmatisch machen, was es unter den gegebenen schlechten Verhältnissen, wie die Situation vor Ort ist und wie sich ein bisschen Ansatzpunkte ergeben könnten, wie man was zum Laufen bringt. Und mein grundsätzlicher Ausgangspunkt ist jetzt die Autozeitung. Ich finde, dass die Autozeitung ein sehr gutes Projekt ist, eigentlich erstaunlich gut von der Breite der Themen und die darin bearbeitet werden. In der politischen Landschaft von der BRD ragt es eigentlich heraus als ein wirklich sehr gutes Projekt. Das Problem an der Autozeitung ist eigentlich das, so beobachte ich es aus der Autostadt Stuttgart, dass praktisch die Zeitung da ist mit vielen guten Inhalten. Es gibt aber keinen Unterbau, der richtig mit der Zeitung arbeitet. Also zum Beispiel im Bereich Stuttgart, wo es wirklich viele unterschiedliche Gruppen gibt, wenn sich damals bei der ersten Zeitung am 15. März, wenn 5 Leute überhaupt die Zeitung dort verteilt haben auf der IG Metall-Kundgebung, dann ist das viel. Und in der 5 in Stuttgart war ich einer und ich komme aus Schwäbisch Hall. Ich bin dann schon meine 80 Kilometer angereist und bin halt unverbesserlich sozusagen. Und von den Leuten in Stuttgart, von den relevanten Leuten in Stuttgart in dem Bereich, kann ich sagen, war eigentlich der einzige, der Thomas Adler, der hat dann auch seine Frau mitgenommen und dann so. Und dann haben wir schon mich, den Thomas Adler, seine Frau, und dann kommen noch 2 aus dem Umfeld von Thomas Adler mit dazu. Das war alles. Und das ist eigentlich stark. Prinzipiell, nämlich unter den gegebenen Verhältnissen, kommt es darauf an, 2 Spektren, die von dem Thema Verkehrswende in unterschiedlicher Form betroffen sind, die irgendwie zusammenzuführen, wo jeder für sich in seinem Bereich rumtaumelt und was macht, aber also so kann ich sage jetzt mal zugespitzt aus meiner Erfahrung im Stuttgarter Bereich, überhaupt nicht dafür interessiert, ob andere auch in den Bereichen unterwegs sind, ähnlich unterwegs sind. Wenn andere Veranstaltungen machen, geht man nicht hin. Das interessiert einfach gar nicht. Es ist eigentlich immer nur der eigene Vorgarten, der interessiert und weiter gar nichts. Und das ist ein trauriger Missstand und ich glaube, der wäre eigentlich zumindest
könnte es zwar besser kriegen. Also, ich nenne das, was nötig ist. Also wir haben zwei Gruppen, wie gesagt, die von diesem Thema betroffen sind. Das eine sind die Beschäftigten natürlich in der Autoindustrie, denen es gerade halt von ihren Kosten her an den Kragen geht. Da brauche ich jetzt der VW und so weiter nichts vom Inhaltlichen weiter in die Tiefe gehen. Und das andere, das ist eigentlich so die Klimabewegung, Verkehrsbewegung. Das sind die in dem Bereich tätig sind. Und da gibt es je nachdem vor Ort, glaube ich, eine große Vielfalt von Gruppen. Und von denen rede ich jetzt hauptsächlich. Da ist meine Erfahrung, dass die sich außer ihren Vorgaben leider für relativ wenig interessieren, sage ich jetzt mal. Und das Wunsch eigentlich, wenn das Ganze, der ökologisch oder ökosozialistische Umbau von der Industrie, vom Verkehrssektor und vom Verkehrswesen gelingen soll, dann braucht es eigentlich in beiden Bereichen, der Null hat den Begriff dann mitgeprägten Spurwechsel. Es braucht einen Spurwechsel in der Verkehrspolitik, halt weg vom Auto hin zu den Öffentlichen, und es braucht den Spurwechsel in der Autoindustrie, von der Produktion von den Karren, von den SUVs und von den PKWs hin zum öffentlichen Verkehr im weitesten Sinne dann so. Busse, Bahnen, Straßenbahnen, bla bla bla. Und es gibt ja da einigermaßen Vorarbeiten jetzt auch von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wo das ja mit drinnen ist, dass eigentlich durch diesen Spurwechsel in der Produktion mehr Arbeitsplätze entstehen würden, als aktuell in der Autoindustrie sind. Also die Frage der Arbeitsplätze ist auf einer grundsätzlichen Ebene theoretisch eigentlich so geklärt, dass man damit die Möglichkeit hat, politisch in die Offensive zu gehen. Du kannst dazu ja Leute haben, also Freunde, wenn das so umstellt, ihr werdet nicht gerupft, da fallen nicht so wie beim E-Auto ein Drittel von der Jobs, sondern wenn man das macht, prinzipiell ist es möglich, aber es ist natürlich eine Utopie, die weit weg ist. Und das ist genau das Problem, wie schaffe ich das in diesen zwei Spektren, sozusagen das Interesse am anderen zu wecken, dass man irgendwie mit anderen potenziell kooperiert oder sich zumindest erstmal dafür auch interessiert, was woanders los ist. Und ich der Erfinder, sage ich jetzt mal, ich finde, dass es den doppelten Spurwechsel braucht. Also im Verkehrssektor und in der Produktion, wo man die beiden zusammenbringt. Und das ist dann, aber genau, wie man dann jetzt wieder auf Stuttgart zurückkommt, das ist das, was eigentlich nahe liegt, aber so schwer zu machen ist. Das ist wirklich ein Problem. Also zum Beispiel, ich bin jetzt auf Schwäbisch Hall, mache nur ab und zu Abstecher nach Stuttgart, kenne mich aber so notdürftig so ein bisschen aus, was es an Gruppen gibt. Und ich könnte jetzt aus der hohlen Hand sagen, dass es in Stuttgart sicherlich 7, 8 Gruppen gibt, die in diesem Spektrum unterwegs sind. Also da gibt es das Zukunftsforum mit ehemaligen Gewerkschaften, die der VKG nahestehen, die allerdings lauter Leute, die in Rente sind, keine die beim Daimler im Betrieb sind. Beim Daimler im Betrieb, in den Betrieben schaut es beschissen aus in Stuttgart. Die sind alle umgefallen, politische umgefallen, selbst die früheren Plakatleute sind politisch total Banane in der Frage von der Produktionsumstellung. Und es gibt Gruppen linksradikaler Provenienz. Also da gibt es eine im Lilo-Hermann-Haus, da war ich jetzt einmal drin, die haben jetzt eine Veranstaltung mit den Leuten aus Florenz gemacht. Ich habe vorher bin ein bisschen von außen so reingeschnuppert, habe so ich versuche doch andere Leute einzuladen. Ich war dann krank, der Veranstaltung war ich nicht da, aber die haben das allein gemacht. So. Dabei wäre es nahegelegen, aus meiner Sicht 5 andere Gruppen einzuladen und sagen, wir machen gemeinsam die Veranstaltung mit den Leuten aus Florenz. Und das sind genauso die Punkte, denke ich, wo man vor Ort die Möglichkeiten prüfen soll, wie man miteinander ins Benehmen kommt. Letzter Punkt noch als Gruppe. Es gibt das Gerücht in Stuttgart, dass es Ende Geländegruppe gibt, die sich mit der Autoindustrie befasst, nie was davon gehört, gibt aber in Stuttgart auch keine, die auf die zugehen, was wollen wir machen oder wie können wir jetzt hingehen. Und letzter Punkt, dieses Zukunftsforum macht mit Grund eine Veranstaltung in Stuttgart gar nicht schlecht.
der Grünen ist die Linkspartei, und der Ritzinger, der gut ist in Stuttgart zu dem Thema Umbau der Autoindustrie, manchmal einer da, nichts. Aber genau dieses, ich meine, das ist mein Plädoyer, dass man versucht, mit diesem zu werben, das. Erstmal schon guten Morgen. Ja, ich glaube, wenn wir das nur über organisatorische Fragen diskutieren, dann kommen wir dann nicht weiter. Also wir müssen doch konstatieren, was in den letzten Jahren passiert ist und warum wir in der Situation sind, in der wir sind. Ja, die Ampel ist 2021 doch gewählt worden, um endlich richtigen Klimaschutz zu betreiben, ja, um RWE in die Schranken zu weisen. Und was ist passiert? Ja, die Grünen haben zugestimmt, dass Lützerath abgebaggert werden kann. Ja, und da war die Bewegung zusammen in Lützerath. Über 30.000 Leute im tiefen Winter im Schlamm in Lützerath. Ja, und das war eine Niederlage, macht man sich da nicht vor. Ja, das war ein tiefer Schlag in die Magengegend, den die Klimabewegung da bekommen hat. Und da begann ja auch der Abstieg der Ampel, auch wenn das natürlich noch weitere Schritte bedarf. Und ein Jahr später begann der Krieg in der Ukraine. Ja, Russland hat die Ukraine überfallen und das Thema dominiert doch, ich sage jetzt mal, gerade die Debatten in den linken Strukturen. Ja, da hat sich eine Partei drüber zerlegt und so weiter. Und ich glaube, diesen Hintergrund dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über die Frage diskutieren, wie können wir, ich sage jetzt mal, eben gemeinsam kämpfen, gemeinsam handeln. Ja, also ich glaube nicht, dass wir heute in der Situation sind, dass irgendeine Struktur in der Lage sein wird, diese ganzen vielen Initiativen, Gruppen irgendwie zusammenzuführen. Auch Ende Gelände ist nicht mehr Ende Gelände wie 2022, 2021. Da hat es eben Aufspaltungen gegeben. Ja, und das hat Ende Gelände eben nicht gestärkt. Ich denke mal, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. So, und Paul hat ja vorhin auch gesagt, dass ich auch in der Partei aktiv bin, im Stadtrat in Düsseldorf eben auch. Aber ich habe vor 9 Jahren, jetzt sind es 9 Jahre, zusammen mit anderen aus Wuppertal, aus Köln, haben wir die Initiative Gewerkschafterinnen für Klimaschutz gegründet. Ja, vor 9 Jahren. Und genau, es ging damals es um das Rheinische Revier, um RWE und dass die aus dieser schönen Niederrheinlandschaft praktisch eine Mondlandschaft gemacht haben, um da eben diese dreckige Braunkohle zu verfeuern und das eben mit gewerkschaftlicher Unterstützung. Ja, und wir haben genau gesagt, wir wollen ein Gegenpol sein zu dieser Beschlusslage in der IGBCE und in Verdi und hatten natürlich gehofft, dass wir auch Kontakt in die Belegschaften bekommen, bei den Mitgliedern der Gewerkschaft irgendwie Unterstützung, zumindest Bereitschaft für Diskussionen haben werden. Also 2016 hat die IGBCE damals eine üble Kampagne gegen die Klimaschützer geführt. Ja, und wir haben das war der Grund, warum wir uns gegründet haben, aber das können wir uns nicht mehr gefallen lassen.
Und dann haben die Organisatoren damals dieses Camps mit uns zusammen, haben es dann immerhin erreicht, dass die IGBCE da diese Hetze gegen die Klimabewegung aufgehört hat, Gespräche gegeben, und die BCE hat manche Aktivitäten eben runtergefahren, um das mal so auszudrücken. Aber damals wurde schon deutlich, wie schwer das ist, Klimaschutzbewegung, ja, als Teil haben wir uns davon verstanden, und eben die Arbeiterinnen in den Kraftwerken, in der Grube irgendwie zusammenzubringen. Das wurde auch, ich sage jetzt mal, immer torpediert. Und die IGBCE damals an erster Stelle, aber Verdi hat sich da auch ganz dick verhalten. So, und das war eine Erfahrung, ich glaube, die sehr prägend gewesen ist. Und dann kam, Landis hat es ja vorher gesagt, im Rahmen der Tarifrunden von Verdi, wir fahren zusammen. Also, ich sage jetzt mal, Klimabewegung, Teile der Klimabewegung mit Gewerkschaft zusammen. Aber da sage ich auch, das hat Verdi natürlich auch aus Eigeninteresse gemacht. Ja, das muss man eben auch sehen. Es geht natürlich um die Möglichkeit für Verdi, gute Tarifverträge abzuschließen, Unterstützung zu bekommen, was total richtig ist. Ja, aber darüber hinaus geht es eben auch selten. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Und da müsste doch IG Metall und Verdi zusammen, ja, wenn man eine Verkehrswende organisieren will, braucht es ja auch einen Umbau der Automobilindustrie. Und das ist das, was wir in der Stadt sehen. Wenn Nahverkehrsunternehmen in Düsseldorf, die Rheinbahn, wenn die neue Busse oder Bahnen haben wollen, dann müssen die, wenn sie dieses Jahr bestellen, irgendwie für 2032, ja, kommen dann Bahnen oder Busse, Elektrobusse oder so. Das heißt, es gibt überhaupt keine Kapazitäten, um vermehrten Bedarf abzudecken. Und da denke ich mal, das wäre ganz wichtig, ich bin fertig, das wäre ganz wichtig, da spartenübergreifend zusammenzukommen. Ja, hallo. Ich komme zwar auch aus Wuppertal und das geht jetzt an den Helmut, ich bin aber nicht bei den Klimagewerkschafterinnen und wüsste gerne, wo seid ihr eigentlich? Ich kriege gar nichts mehr mit von euch, eine Frage. Und dann, ich fände ganz gut in Bezug auf das, wie können wir zusammenkommen, wenn die Klimabewegung und die Friedensbewegung mal aktiver zusammenkommt, weil da finde ich, gibt es auch noch zu wenig, was da geschieht. Und dann gibt es denn Kontakte zu Ende Gelände von euch aus, weil ich fand diese Aktionen und Veranstaltungen, die gemacht haben, immer sehr gut. Und ich finde das ganz wichtig, dass man nochmal intensiver mit denen auch zusammenkommt. Und wie seht ihr das in Bezug auf Fridays for Future? Weil das ist ja auch ziemlich mau, was da gerade geschieht. Oder ja, sie sind vielleicht auch viel zu brav oder haben aufgegeben. Ich weiß es nicht genau. Okay. Ja, danke euch erstmal für eure Darstellung. Ich habe jetzt leider nicht alles gehört, weil ich zwischendrin mit meinen Kleinen da draußen war. Ich finde zum einen, was Sonja eben auch gesagt hat, die Frage Friedens- und Klimabewegung ist mich interessieren, ob das innerhalb der Gewerkschaften auch versucht wird. Da gibt es ja verschiedene Zusammenschlüsse, soweit ich das weiß, im friedenspolitischen Bereich, im klimapolitischen Bereich, inwieweit da gemeinsame Aktionen oder versucht wird, einen Kontakt herzustellen. Und dann würde mich noch interessieren, wie genau, ich glaube, das betrifft jetzt vor allem Leines und Helmut, wie ihr es, habt ihr konkrete Konzepte, wie ihr versucht habt, zum einen mit den, also
in die Gewerkschaften diese ökosozialistischen Perspektiven reinzutragen und dann aber nicht nur in die sowieso schon aktiven, nicht nur in die Apparate, sage ich mal, rein, sondern auch in die Belegschaften. Gibt es da schon sowas wie zum Beispiel ausgearbeitete Workshops, die man jetzt auf einer Betriebsräteschulung zum Beispiel machen könnte oder auf einem Gewerkschaftsseminar? Genau, welche Möglichkeiten gibt es da schon und wo ist noch Luft nach oben und Bedarf? Wenn jemand vor mir ist, also ich möchte gerne einen Diskussionsbeitrag geben und nicht eine Frage stellen, wenn das okay ist. Also ich finde es immer ganz wichtig, wenn wir über Ökosozialismus reden, dass wir die ökonomische Frage und die ökologische Frage gemeinsam diskutieren. Ich will es mal ganz kurz erklären. Tesla will jetzt Robotaxis auf den Markt schmeißen und VW will mit Moja in Hannover auf so selbstfahrende kleine Busse rumfahren lassen. Wie stehen wir dazu als Ökosozialisten? Finden wir das gut? Ist das jetzt okay, weil das rettet ja irgendwo die Umwelt? Oder werfen wir da einen klaren Blick drauf, weil das bedeutet, es sollen Profite gemacht werden mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Es wird schweineteuer werden irgendwann, weil wir wollen richtig Gewinne dabei machen. Und das heißt, die Mobilität für uns wird weniger bezahlbar. Und das ist eine Frage, die muss man diskutieren. Ein weiterer Punkt, den ich habe, gerade bei Wir fahren zusammen. Ich bin in Wolfsburg auch bei diesen Aktionen dabei gewesen und ich finde es immer schade, wenn wir über Ökosozialismus reden, dass wir tatsächlich die Fragen, die Probleme, die Beschäftigten dort haben, überhaupt nicht diskutieren. Weil wir haben da einen Haufen Busfahrer erzählt, sie haben keine Möglichkeit, ihre Notdurft zu verrichten. Und ich finde, wenn wir über Ökosozialismus reden, gemeinsam handeln wollen, dann müssen wir genau diese Frage auf den Punkt stellen und die Frage aufwerfen, warum gibt es in den Bussen keine Co-Piloten, dass diese Leute dort menschenwürdig arbeiten können. Das finde ich eine wichtige Frage, die man in dem Zusammenhang diskutieren muss. Und ich finde es total klasse, dass wir hier zusammen sind und ich freue mich heute, ich bin richtig froh, dass ich hier bin seit gestern. Und ich finde es so klasse, dass diese Aktionszeitung entstanden ist von der Verkehrswende, wo viele verschiedene Leute und viele verschiedene Organisationen an einem Thema gemeinsam dran arbeiten. Ich finde das total stark. Und einen letzten Satz noch, wenn immer so gesagt wird, aber im öffentlichen Personennahverkehr, wenn wir die Automobilindustrie umstellen, dann ist ja da ein Haufen Arbeiter. Wenn ich daran denke, da ist ein Haufen Arbeit und mir erzählt das jemand, dann denke ich, was für eine Scheiße. Wieder Pflichtschichten, wieder Samstagsarbeit. Ich würde mich viel mehr darüber freuen, wenn auch so argumentiert werden würde, eine Straßenbahn geht nicht so schnell kaputt wie ein Auto. Und wir sollten mal lieber das Thema Arbeitszeitverkürzung, weniger arbeiten und früher in Rente gehen in dem Zusammenhang diskutieren. Wenn wir alle gemeinsam auf einer Insel jetzt wären und wir würden uns versorgen und uns würde auffallen, wir haben weniger Arbeit, dann wäre das keine Katastrophe für uns. Wir würden uns alle freuen, dass wir jetzt nicht weiter arbeiten müssen. Also auch finde ich ganz wichtig, in diese Richtung zu diskutieren, dass wir auch uns darüber freuen können, dass es weniger Arbeit sind, wenn wir hier die Geschichte in den Händen haben in Deutschland und dass wir wirklich wieder auf ein menschenwürdiges Arbeiten zusteuern können, früh in Rente gehen, menschenwürdige Arbeitszeiten und nicht immer nur diskutieren, ja, das bringt ja auch Arbeitsplätze. Ich finde, vielleicht 3 inhaltliche Punkte. Wir sollten immer betonen, das Gemeinwirtschaftliche. Also man muss ja nicht immer gleich über Sozialismus sprechen, aber Verkehrspolitik, Energiepolitik sind eigentlich ideale Felder, um zu sagen, mein Gott, das muss gemeinwirtschaftlich organisiert werden. Es geht hier um was sehr Grundlegendes in der Gesellschaft. Jeder muss irgendwo hin, irgendwo weg, so, und jeder braucht Energie. Da muss keiner Profit dran machen, da gibt es überhaupt gar keinen Grund für, dass da irgendjemand Profit rauszieht. Das sollte, finde ich, immer so ein roter Faden sein und nach meiner Erfahrung findet man da wahrscheinlich 60 bis 80% Zustimmung in der Bevölkerung, auch bei CDU-Wählern, weil das ist immer unbedingt einsichtig und ähnlich fast mit der Arbeitszeitverkürzung. Also das sollte, das ist eigentlich auch ein Klimathema. So, wir müssen nicht so viel arbeiten. Wofür? Es wird so viel Scheiße produziert, so viel bürokratischer Unsinn verzapft.
Da kann man auch sich über einen lauen Tag machen. Auch das ist, glaube ich, heute relativ einsichtig. Die Generation der arbeitsgeilen Väter ist langsam am Abtreten. So, und das dritte inhaltlich finde ich, die junge Klimabewegung hat echt ein Problem gehabt mit dem Krieg. Das muss man wirklich mal so sagen. Dass die Reste von, jedenfalls die bundesweit offiziell noch rumlaufen von Fridays for Future, jetzt ist immer noch die Neubauer, die wahrscheinlich erbliche Sprecherin von Fridays for Future fungiert, ja. Die ist voll auf Grünkurs. Die haben sich vom internationalen Netzwerk abgekoppelt, weil Greta Thunberg halt mit Palästina solidarisch ist. So, das ist unglaublich, und ich nehme mal an, dass das auch bei Jugendlichen heutzutage keinen besonders hohen Attraktivitätswert. So, das ist so lustig. Und es heißt für mich, dass die Klimabewegungen und einzelne Gruppen müssen da ein bisschen klarer werden. Also wir müssen das mit der Militarisierung mehr ins Auge nehmen und können nicht einfach so sagen, nee, das interessiert uns jetzt nicht, wir haben jetzt hier Klima oder Energie oder Verkehrsthema. Das gehört zusammen. Und solange das so weitergeht mit dieser Militarisierungswelle, haben wir auch in allen anderen Fragen, Klimabewegung, auch in sozialen Fragen, gewerkschaftlichen Fragen, ein Riesenproblem. Das ist ja eine Funktion des Militarismus, auch die sozialen Bewegungen klein zu kriegen. So, und ganz kurz noch, die Aktionssäulen finde ich eine tolle Geschichte. Vielleicht könnte das zum Hebel werden, tatsächlich die einzelnen Gruppen, von denen du sagst, die so nebeneinander her existieren, ein bisschen zusammenzubringen. Vielleicht kann man mit Luxemburg Stiftung mal zusammen eine Konferenz organisieren, eine Verkehrskonferenz. So. Stefan Kohl arbeitet ja bei der Luxemburg Stiftung, der müsste eigentlich ein offenes Ohr haben für sowas. Vielleicht kann man das auch regional gestalten und von Anfang an natürlich die diversen Akteure mit einbeziehen. So käme man vielleicht ein bisschen mehr zusammen. Vollständig begehrt aus Berlin von der LEA, einer kleinen linksökologischen Gruppe. Und ich würde hier eher die Perspektive, die viel von unserer Arbeit zurzeit ausmacht. Wir sind im Bündnis Tesla den Hahn abdrehen aktiv. Vielleicht davon etwas erzählen, weil das ist so unser Feld, auf dem wir versuchen, Kämpfe zusammenzubringen. Gerade eben an dem Beispiel dieser Tesla-Gigafabrik in Grünheide. Ja, dieses Bündnis Tesla den Hahn abdrehen, das es seit 2,5 Jahren gibt, das hat sich gegründet eben aus den Resten einer BI, die eigentlich ursprünglich den Aufbau dieser Gigafabrik des E-Auto-Herstellers Tesla verhindern wollte, da aber hauptsächlich auch durch Corona und eben durch ihre Isolation da ein bisschen ausgebremst wurde. Und diese Bürgerinitiative und einige antikapitalistische Berliner Klimaaktivisten haben sich da eben zusammengetan und eben dieses Bündnis Tesla den Hahn abdrehen gegründet, was eben eigentlich hauptsächlich als Schwerpunkte hatte, quasi die Wasserproblematik zu thematisieren, den Ausbau der Fabrik zu verhindern, also so klassische Umweltthemen. Oder eben auch gerade mit dem verkehrspolitischen Bündnis Sand im Getriebe eben auch für eine Mobilitätswende einzustehen. Genau. Was aber immer gleichzeitig als bei den Kämpfen auch eine Rolle spielte, ist eben, dass in dieser Tesla-Fabrik es eben auch massive Repression, massive Unterdrückung auch ganz herkömmlicher Arbeiterrechte gibt. Also Elon Musk ist ja bekannt, dass er ein Feind von jeglicher betrieblicher, auch nur Ansetzung von betrieblicher Mitbestimmung ist. Er hat dann gleich, es wurde mit dem Aufbau der Fabrik gleich der Trick gemacht, sofort einen Betriebsrat, also sobald die
Leute, die die Bänder aufbauen, da sind, die Ingenieure und das ganze Personal, das dann nachher nicht wirklich an den Bändern arbeitet. Dann hat er gleich quasi von den Vorarbeitern den Betriebsrat wählen lassen. Und wir haben es da, und das ist eigentlich auch, was wir sehr schnell gemerkt haben, mit einer relativ kämpferischen IG Metall vor Ort zu tun, die nämlich eben darum kämpfen muss, da überhaupt in den Betrieb reinzukommen. So, das Verhältnis zwischen eben uns Umweltaktivisten und der IG Metall ist zwar nicht unproblematisch, aber das ist eben kein konfrontatives Verhältnis wie zwischen der IGBCE, also wenn es um Kohle geht, wenn es um, da glaube ich, gab es in der Umweltbewegung viel konfrontativere Verhältnisse. Andererseits hört auch der Humor der IG Metall natürlich sofort auf, wenn es darum geht, muss das Werk überhaupt weiter bestehen. So, das sind so Konflikte, da kann man drumherum arbeiten, aber denen auch nicht völlig aus dem Weg gehen. Ja, der Protest eben gegen den Ausbau der Fabrik war auf vielen Ebenen, eben mit Unterschriftenaktionen, mit einer Waldbesetzung, mit einem Klimacamp da vor Ort. Bei allen Aktionen wurde immer darauf geachtet, klarzumachen, von vornherein, es richtet sich nicht gegen die Beschäftigten und dass wir auch für die Nöte und Sorgen der Beschäftigten quasi im Blick haben. Andererseits war das eher rhetorisch oft nur so. Also es gab eben Versuche mit Flyern eben bei der Waldbesetzung, da gab es natürlich auch wie so oft eine Mahnwache. Da waren eben auch Flyer, die sich da an die tausende Beschäftigten, die da jeden Tag vorbeiströmten, gerichtet haben. Aber so richtig tief waren die Verbindungen nicht. Und da haben wir jetzt eigentlich seit einem Dreivierteljahr angefangen, mal, also die Tatsache, dass da eine Fabrik ist, lässt sich eben auch nicht ändern, dass man da vielleicht mal versucht, genauer auf Leute im Betrieb zuzugehen und wir versuchen da sozusagen Verbindungen, Welten, die da aufeinander prallen, so. Die Umweltbewegten sind Akademiker aus der Berliner Mitte zum Teil oder aus Grünheide ist eigentlich ein Vorort, der langsam immer reicher wurde, bis da die Fabrik hinkam. Und die Beschäftigten in der Fabrik haben natürlich auch viele Sorgen, außer natürlich Umwelt- und Klimaprobleme. Also da muss es gibt so Schwierigkeiten, aufeinander zuzugehen, aber wir haben da ein weiteres spannendes Bündnis geschlossen. Mal sehen, wie lange die krisenfest das bleibt, aber da ist momentan eben auch Entwicklung, dass wir eben mit einem Soli-Kreis gegen Mobbing Tesla beigetreten sind. Und da wollen wir dann eben auch mal jetzt als erste Aktion, die dann explizit von Umweltaktivisten und eben Leuten im Betrieb zusammen sind, eine Kundgebung jetzt am Donnerstag machen vor dem Arbeitsgericht in Potsdam, eben zu dem Thema, dass da eben Leute, also bei Tesla ist eine reine Hire-Fire-Mentalität, das hat nichts mit den festen Arbeitsverhältnissen in anderen deutschen Autofabriken zu tun. Und quasi seitdem es die Fabrik ist, gibt es auch das Arbeitsgericht Potsdam völlig überlastet mit den Fällen, die da auf die stürzen. Und da hat sich jetzt eine Frau kündigen lassen und wurde gekündigt, eben gerade auch im Zusammenhang mit ihrer Arbeit auch für den Betriebsrat. Und die ist halt sehr gewillt, das zu politisieren und wir versuchen das gerade in die Medien zu tragen, als erster so Auftaktpunkt und dann wollen wir mal sehen, wie wir von da aus auch weitermachen, ob es uns gelingt, eben da gemeinsame Kämpfe aufzubauen. So für 8 Minuten. Ja, okay. Vielen Dank, Dirk, für diesen spannenden Beitrag und wir sind froh, dass wir dich hier noch dabei haben. Ich glaube, das bereichert die gesamten Erfahrungen, die wir hier wiedergeben können. Und wir hatten jetzt ja schon von den Anwesenden möglichen Einwürfe und Fragen gehört. Du hast die zum Teil mitgekriegt, ihr habt die sowieso mitgekriegt. Ich habe versucht, das ein bisschen zu strukturieren. Vielleicht könnt ihr jetzt vom Podium aus daran anknüpfen, der Reihe nach. Ja,
es war ja jetzt auch konkret, aber auch von Nora gefragt worden, Zusammenarbeit, Klimabewegung, Friedensbewegung und so. Direkt vielleicht erstmal zu Sonja, also Klimagewerkschafterinnen in Wuppertal machen nächste Woche eine Veranstaltung genau zu dem Thema. Ja, also Militär, Klima, Kriege, Klima, wie hängt das alles zusammen? Aber ich möchte auch sagen, also wir haben hier in Köln auf der ökosozialistischen Konferenz vor 3 Jahren schon einen Workshop mit der Bundestagsabgeordneten Katrin Kocher hier gehabt, ja, wo genau diese Frage im Mittelpunkt stand. Ja, und es gibt ja inzwischen auch Studien, also ich sage jetzt mal, wohl am besten aus den USA, wo genau die Klimaschädlichkeit von Militär, Aufrüstung, Kriegen und so auch deutlich wird. Also das gibt die Klimagewerkschafterinnen von 2016 waren natürlich anders. Wir waren in Lützerath, im Hambacher Wald und so immer präsent. Seitdem das zurückgegangen ist, ist das auch anders geworden. Wir treffen uns jetzt online, hauptsächlich, je nach Erfordernis. Zuletzt hatten wir Kollegen von VW dabei, aus Wolfsburg und aus Kassel, eben mit denen, die haben ja zum Beispiel in Wolfsburg eine tolle Initiative aufgebaut, wo sie auch fordern, eben Produktion umstellen, VW. Aber was du vorhin sagtest, Arbeitsbedingungen und welche Rolle spielt Ökonomie, natürlich muss man das zusammen sehen. Ich denke mal, das ist ganz wichtig. Letzter Punkt, Arbeitszeitverkürzung. Ich bin Wehrdienstlich seit Jahrzehnten. Ich weiß, wie die Debatte in Gewerkschaften ist und ihr habt das ja jetzt auch gesehen. Ja, man distanziert sich ja eher davon, wie man noch Arbeitszeitverkürzung fordert. Ja, also ich fand jetzt aus den Beiträgen viele unterschiedliche Aspekte, die alle sehr anregend und nützlich sind. Aber die Frage ist, was damit konkret mit dem Ganzen anfängt. Aber jetzt nochmal auf deine Frage mit der Friedensbewegung, was du gesagt hast mit der Friedensbewegung. Also ich denke, das wird immer davon abhängen, jetzt erstmal in der jetzigen Situation konkret auf die Leute zuzugehen. Und ich vermute, also die nächste Autozeitung soll ja zum 1. September zum Antikriegstag erscheinen. Und insofern sich in den Prozess, mit der Angela sind wir ja da nah dran, sich da einzumischen und dann schon vor Ort zu gucken, was gibt es denn an Leute aus dem Friedensspektrum, auf die da zuzugehen. Und dann, ich gehe auch davon aus, dass zum 1. September an relativ vielen Orten dann doch Kundgebungen, an die Kriegskundgebungen stattfinden, da zu probieren, mit der Autozeitung präsent zu sein und auch vielleicht mit dem Hinterkopfgedanken, so wie, ob man jetzt irgendwelche grundsätzlichen Möglichkeiten von der Kooperation vor Ort sich ergeben, so in das Thema reinzugehen, finde ich jetzt vom rein pragmatischen, wo man jetzt auf diesen Bereich ausgehen kann, zumal ja jetzt, Claudia Holl nachher die Geschichte mit dem 700 Milliarden Paket, das könnte ja wirklich mal vernünftig angewendet werden. Dann ein letzter Aspekt, wo ich noch sage, also ich fand immer diese Verkehrswende, für mich personifiziert den Tobi, der damit auch durch die Weltgeschichte getobt ist, dann so in vielen Städten vielleicht noch einmal zu versuchen, in Städten noch einmal Revivals mit dem Film aufzunehmen und da dann aber die Gruppen, verschiedene Gruppen einzuladen, weil der das gut macht.
und ob man da dann auch noch ein paar Leute zusammenführen kann. So. Und weil dann sicher an die Fragen von dir, was du vielleicht auch mit reinbringst. Und ich kann zumindest für den Sektor ÖPNV sagen, das ist ja jetzt hier auch gerade im Publikum angeklungen, die Arbeitsbedingungen als Busfahrerinnen, Busfahrer in Deutschland, die sind beschissen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt an vielen Endhaltestellen, gerade im ländlichen Bereich, fehlt es an dem Nötigsten, da ist keine Toilette, ja. Und wenn man dort irgendwie seinen Notdurft verrichten will, kann man irgendwo irgendwie an den Baum pinkeln, sozusagen in der nächsten Ecke. Aber sozusagen, wenn du eine Frau bist und irgendwie deine Periode hast und dort irgendwie Bedarf hast an einem hygienischen Ort, das wird schwierig. Ja? Und das ist ein Bereich, der in der Bevölkerung sozusagen, ja, da gibt es wenig Awareness dafür, wie man so schön sagt. Und es wäre die Aufgabe der Ökosozialistinnen, dafür zu sorgen, das hat die Kampagne Wir fahren zusammen auch gemacht. Wir haben das thematisiert. Um es nochmal auszuführen, in ganz vielen Bundesländern ist es üblich, dass es geteilte Dienste gibt. Ja? Das heißt, der Busfahrer steht morgens um 2:30 Uhr auf, geht dann um 3:30 Uhr in den Betriebshof, arbeitet dann 4 Stunden, ja, macht den normalen Schulverkehr, fährt die Schülerin zur Schule, ist dann verpflichtet, Pause zu machen, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden teilweise, die Pause natürlich nicht bezahlt, ja, und muss dann nochmal gegen 12 Uhr die Schülerin wieder nach Hause fahren. Und das schlaucht, gerade im Hochsommer, ja, wenn man da früh aufgestanden ist und dann in der sengenden Hitze noch die Konzentration aufbringen soll, die sozusagen die Kinder nach Hause zu fahren. Und für diese Verantwortung ist der Job sehr schlecht bezahlt. Ich kann das noch aufführen, also natürlich sind die Krankenstände auch sozusagen sehr hoch. Aber das haben wir versucht als Kampagne Wir fahren zusammen auch sichtbar zu machen. Da war ja von mir die Frage, auch von dir, Nora, was haben wir eigentlich für Konzepte angewandt? Also uns hat natürlich die Karten gespielt, dass Verden Interesse daran hat, das hast du auch schon betont, dort die Klimabewegung in die Betriebe zu holen. Aber sozusagen die jungen Aktivistinnen in der Bewegung, die waren sozusagen, ich sag mal, mindestens auf das Beharrungsvermögen der Gewerkschaftsapparate gar nicht vorbereitet. Die sind da hingekommen und haben gedacht, sozusagen, sie werden damit offenen Armen empfangen, ja. Und was dann aber real passiert ist, dass die am Aktiven teilweise ausgebremst worden sind. Da sozusagen haben die Sekretäre nicht reagiert. Die Beschäftigten sozusagen sind auch sozusagen reserviert gewesen. Und man hat sich von Seiten der Aktiven erhofft, dass dort sozusagen mehr Kooperation von Seiten der Hauptamtlichen gibt. Und viele haben gar nicht verstanden, warum das so ist. Noch ein paar Punkte dazu. Und natürlich sozusagen hat der Gewerkschaftsapparat natürlich auch Mühe gehabt, sozusagen die Aktivistinnen zu bremsen. Okay, und das ist natürlich dann eine Schwierigkeit für die Aktivistinnen und da sind die auch unvorbereitet gewesen. Und wir als Ökosozialistinnen haben natürlich dann auch Wissen und können sagen, sozusagen können das klar machen, auch mit dem Hintergrund, dass wir mit den Klimagewerkschaften sozusagen auch Genossinnen haben, die sozusagen sehr erfahren sind. Also da haben wir die gute Möglichkeit, da auch sozusagen nicht nur im Bereich der Beschäftigten, sondern auch in den Bereich der Klimaaktiven einzuwirken. Ja, also bei uns ist das eben auch so, wir haben in der Gruppe sehr lange eben über Themen wie Konversion, natürlich eben über Klimathemen und Ähnliches gesprochen, plus es wurde uns halt sehr schnell vor Ort klargemacht, das sind nicht die Themen, die die Leute da im Schichtbetrieb im Tesla unbedingt interessieren. Also wir haben da eben mit Leuten zu tun, die halt oft zum ersten Mal eine reguläre versteuerte Arbeit machen und eben
dagegen quasi die Verhältnisse haben. Es sind größtenteils eben migrantische Arbeiter aus Berlin, dagegen die Verhältnisse haben, in denen vorher in Paketdiensten oder in Küchen oder sonst wo Arbeit geleistet wurde. So, also die Leute da sehen sich zum Teil, wollen einen Stand erreichen, haben eben zum Teil so ein sehr individuelles Bewusstsein. Ich kämpfe mich durch, ich sorge dafür, dass mein Aufenthaltsstatus geregelt ist und genau, und solche Themen wie Klima, Mobilitätswende und ähnliches sind weit weg. Ich glaube, das muss man auch bis zum gewissen Grade akzeptieren, dass man eben auch dann nur die Kämpfe führen kann, die Leute auch wirklich bewegen. Und das sind auch harte Sachen und ich glaube, man muss auch eben im Vordergrund stellen, dass es eben zwei Seiten der Zerstörung gibt, nämlich eben die Zerstörung der Natur, die eben in Heide stattfindet, aber eben auch die Zerstörung der Körper der Arbeiter durch eben unglaublichen Arbeitsstress, der da ausgeübt wird, dadurch, dass die Leute gedrängt werden, Krankschreibungen zu vermeiden und so weiter. Es gibt ganz erschreckende Umfragen da, dass eben kaum jemand sich da vorstellen kann, quasi wie sonst, glaube ich, in der Automobilindustrie ist, da sein ganzes Arbeitsleben zu verbringen, sondern eher so eine Haltung, 10 Jahre halte ich das vielleicht aus und dann bin ich hier weg, oder ich sorge dafür, dass ich meine Staatsbürgerschaft oder wie auch immer kriege und dann bin ich hier weg. Ich glaube, es ist daher vor allen Dingen gut, dass wir uns ein bisschen darauf konzentrieren, eben Leute zu finden und eben Kämpfe zu führen, die diese Vereinzelung aufheben, und alles andere kann dann hoffentlich bald dann aus den Kämpfen entstehen. Ja, ich denke, es ist ja klar, die Situation, was wir machen können, unterscheidet sich ja je nachdem, wie die Situation vor Ort ist. Also ich komme aus Oberhausen, Ruhrgebiet. Bei uns gab es da halt auch diese Initiative, wir fahren zusammen, aber nur im Rahmen der Tarifauseinandersetzung. Und ich bin auch bei Verdi, also ich habe das dann auch mitgekriegt, also was der Leines, was glaube ich da erzählt hatte, eben, dass das eben gar nicht so ist, dass die Zusammenarbeit so harmonisch ist, und da gab es eben halt auch die genannten Vorbehalte und so, und jetzt findet da halt in der Hinsicht nichts mehr statt. Dann in der Nähe von Oberhausen liegt ja Duisburg, wo gerade tausende Arbeitsplätze in der Stahlindustrie abgebaut werden sollen. Da gibt es ja auch den Zusammenhang zu Autoindustrie, weil ein großer Teil der Stahlproduktion für die Autoindustrie ist. Und der Betriebsrat, mit dem wir mal gesprochen haben, auch da nicht toll findet, jetzt auch die Waffenproduktion aufzugreifen. Aber dass man da eben jetzt auf RNV-Produktion geht, also die Idee war da jetzt auch noch nicht so diskutiert. Und jetzt konkret Oberhausen, da gibt es dann andere Auseinandersetzungen, die da gerade eine Rolle spielen, die aber auch jetzt in den Bereich fallen, nämlich Auseinandersetzungen um den städtischen Raum. Oberhausen ist eine sehr autogerechte Stadt, und Fußgängerinnen und Fahrradfahrende haben da schlechte Karten, und da wird um jeden Parkplatz gekämpft. Und da bin ich dann auch gerne anknüpfen, was andere hier schon gesagt haben, eben eine positive Perspektive in den Vordergrund zu stellen, eben was für ein Gewinn das sein kann, wenn da weniger Autos in der Stadt sind und der Raum anders genutzt werden kann, wenn die Luft besser ist, es weniger Verkehrstote gibt und so, und da dann diese Aspekte in den Vordergrund stellen. Also bei uns wird da gerade eine Autobahn, soll da erweitert werden, dann mitten im Wald und so, da gibt es dann auch eine Initiative. Und es gibt eine Initiative, die für den Radverkehr einsetzt. Also das sind ja, denke ich, auch so Auseinandersetzungen, die da nahe dran sind, also das dann zu verknüpfen mit ÖPNV-Ausbau auch. Ich wollte sagen, nicht nur die Situation der Busfahrer ist schlimm, sondern die Leute, die Tram fahren. Und die arbeiten wie die bekloppt, das geht auch nicht. Ich wollte etwas anderes sagen, und zwar, wir sind alle gegen Autos, bin ich auch. Aber da muss endlich etwas geben, dass die Bahn funktioniert. Die funktionieren gar nicht. Ich bin gestern mit der Zug gekommen, hat so lange gedauert. Ich sagte auch,
plötzlich kann ich weiterbauen, weil eine andere, wie heißt das, ein Zug in der Nähe ist, so eine Katastrophe, solange das nicht besser wird. Wie sollen die Leute ihre Autos zu Hause lassen? Es ist unglaublich, weil uns in Berlin fast jeden Tag Probleme. So. Meine Perspektive ist aus Berlin. Ich bin also nicht in der Klimabewegung, ich bin lieber Gewerkschafter, eben Fachbereich C, also zum Teil Wissenschaften so. Aber wo ich ich finde Berlin augenfällig wichtig und positiv war, was wir fahren zusammen mit der BVG und dieser Tarifrunde zusammen gemacht hat. Das, also anders als die sozusagen die problematischen Erfahrungen, das hat wirklich gut funktioniert. Sozusagen, es war ein basisgeführter Arbeitskampf, da die Belegschaft wirklich sich Ziele, also die gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten haben sich Ziele gesetzt und haben Arbeitskampf bis zum Erzwingungsstreik geführt und haben ja auch jetzt inzwischen sozusagen den Senat zu dem Entgegenkommen gezwungen. Und da war wir fahren zusammen, bei dem ersten Treffen von Berlin steht Zusammenarbeit dabei. Ich konnte mich dann nicht weiter involvieren, aber die waren dabei und die konnten sich voll einbringen, die waren an den Streikposten unterwegs, die waren auch beim TVED mit dabei. Ich glaube, das ist eine Erfolgsstory von dem, was möglich ist, wenn du die gewerkschaftlichen Strukturen hast, die sozusagen das unterstützen. Das ist das Spezifische. Ich glaube, da muss wir Zusammenhalt regional verschieden daran arbeiten, dass man in die Richtung kommt. Weil es ist halt nicht immer so, dass es so gut aufgestellt ist, aber es ist ein politischer Prozess. Es ist ja auch eine Frage, wie kommt man sozusagen, das ist ja faktisch ein Fachbereich C, ist faktisch ein linksgeführter Fachbereich, das macht einen Unterschied. Ne? Und da muss man drum kämpfen. Also da müssen aktive Gewerkschafterinnen in der Gewerkschaft drum kämpfen, damit wir fahren, damit die Klimabewegung auch gut aufgenommen werden kann. Aber es mögen darum, mir geht es darum, wenn man daran geduldig und beharrlich arbeitet, da ist einiges möglich und drin. Viel schwieriger ist, dicke Bretter zu bohren mit der IG Metall und in der Automobilindustrie. So, aber ich finde, zweiter Punkt, da kommen wir ja heute auch noch drauf, Aktionszeit ist eine wunderbare Initiative, da sollte man wirklich dran arbeiten. Machen wir heute Nachmittag dann noch weiter, weil ich finde, es ist echt eine Möglichkeit, wenn man kontinuierlich und organisiert daran arbeitet, den Prozess hinzukriegen. Und der dritte Punkt in Berlin, Partei Die Linke, speziell auch Neukölln, so, Bildungsarbeit für die Neuen. Und ich würde es in Berlin, würde ich gerade sagen, schaut mal, dass man das auf die Partei Die Linke fokussiert und da versucht, verbindende Klassenpolitik zu veranstalten. Das wäre mein eindeutiges Plädoyer, auch wenn ich selber nicht der bin, der da direkt aktiv drin ist, aber so meine Genossinnen vom Freundeskreis für Internationale in Berlin, die sehen da schon relativ nah dran, auch Bildungsarbeit auf die Wege zu bringen. Ja, wir sollten ja eigentlich jetzt positiv sein. Ich möchte aber nochmal so Bedenken anmelden, und zwar in Bezug auf die Zusammenarbeit. Also ich würde das gerne noch hinkriegen mit uns, dass wir da konkreter werden. Also auf wen gehen wir denn zu, auf wen können wir zugehen? Nochmal die Frage nach Ende Gelände zum Beispiel. Und also weil ich finde es wirklich schwierig, Menschen oder Gruppen zu erreichen, die mit uns gemeinsam gehen, weil es manchmal wenig genügt und man ist gespalten. So, das stört mich sehr, das finde ich sehr schwierig. Und das andere Thema ist für mich, wie erreichen wir denn außerhalb der Gruppen die Menschen, die eben, ich sag mal, die Masse darstellen, weil wir, auch wenn es uns gelingen sollte, gemeinsam zu gehen, sind wir immer noch wenige. Ich wollte kurz darstellen, was wir in Köln gemacht haben in den letzten paar Jahren. Also wir waren auch im Bereich Klima, Umwelt tätig. Und zwar haben wir vor einem Jahr etwa eine klimapolitische Konferenz gemacht. Im Welshaus in Köln. Da war auch der Stefan Kohl von der Automobilindustrie mit seinem Thema. Und der ist ja auch in der Rosa-Luxemburg-Stiftung verantwortlich für das Thema.
Wir haben auch die Aktionszeitung gehabt, auch an der IG Metall Demo in Köln, eine der zentralen Infos der IG Metall. Da war ja auch die Angela Klein in der Aktionszeitung, hatte eine Partei, und da haben wir es auch uns geteilt in der Aktionszeitung. Wir haben ja auch am 1. Mai auf den Newsbestand. Ja, das ist das eine zur Automobilindustrie. Das andere Bereich, den wir da beackern, das ist die Verkehrswende, also die können auch Initiative Verkehrswende. Da geht es darum, dass die Stadt Köln, also vor allem die Tunnelparteien CDU, SPD und FDP, da unbedingt einen Riesentunnel, also einen Teil der U-Bahn unter die Erde treten wollen, also unter die Erde so einen Tunnel bauen, also riesig teures Ding, was dann Finanzen verschlingt, die anderswo fehlen, anderswo auch im Bereich der Verkehrswende fehlen. Und da geht es halt im Stadtrat darum, die Linkspartei ist da auch aktiv in der Initiative Verkehrswende und ist da auch eine richtige Position zum begleitenden U-Bahn-Bau. Ja, was sind wir drin? Das hat auch einen Zusammenhang mit der Linkspartei. Zum Beispiel, also der Linkspartei Ortsverband in Lindenthal, wo ich seit ganz kurzem dabei bin, der macht ein Fest, also so ein Straßenfest oder sowas. Und da wird auch von der Verkehrswende ein Infrastand sein. Und es gibt einen Infrastand von Köln-Lindenthal gegen rechts. Da machen wir auch einen Infrastand. Also zur Verbindung. Zumal, also wir ja von der SAV immer versucht haben, so eine Verbindung zur Linkspartei zu halten, auch wenn da nicht viel gelaufen ist in der Partei. Und jetzt in letzter Zeit, wo die Partei das schon Aufschwung nimmt, machen wir das verstärkt, schauen mal wo können wir das machen. Ja, also in der Verkehrswende ist es vor allem die Angela Bankert in Köln von uns, die da tätig ist, und die war auch immer in der Verkehrspartei, der AKL tätig. Also auch mit TIs in Köln zusammen. Vielen Dank für eure Beiträge. Ich würde das jetzt hier wieder an das Podium geben und das dort widerspiegeln. Ich habe jetzt hier nochmal so ein bisschen notiert, wo so ein paar Schwerpunkte lagen. Ich hatte den Eindruck, dass mehrere Beiträge waren jetzt zum städtischen Raum, wie man mehr Platz und Raum für Fußgänger, Radfahrer, Verkehrspolitik in den Städten durchführen könnte. Bei vielen Köln, Oberhausen, aber ich denke, das gibt es auch woanders. Und dann viel nochmal gerade zum Thema Verkehrsproblematik, das Thema Eisenbahn, was das für ein Chaos ist, das wir dort gerade durchleben müssen. Das haben wir ja in der einen oder anderen Form jetzt wahrscheinlich gerade an diesem Wochenende mitmachen müssen. Und dann hatten wir jetzt verschiedene andere Punkte, auch noch Stahlindustrie. Es ist sehr vielschichtig offensichtlich, diese Probleme, die wir haben. Wir sollten trotzdem versuchen, die der Reihe nach entsprechend abzuarbeiten und hier bestimmte Punkte schwerpunktmäßig nach vorne zu stellen. Wie es aber auch schon eigentlich hier angezogen ist. Ja, ich würde es weiterreichen an dich. Ich kann vielleicht zu vielen Sachen gar nichts zu sagen, aber ich würde vielleicht auf diese Frage nach der Zusammenarbeit untereinander, nach der Zusammenarbeit von Gruppen und nach außen treten, womit wir eben sehr gute Erfahrungen gemacht haben, und da waren wir auch kein Stück originell, aber das, was eben in Neukölln beim Wahlkampf zum Erfolg geführt hat und eben auch vorher bei Deutsche Wohnen und Co. enteignen, haben wir auch in Grünheide gemacht. Da gab es eben auch einen Volksentscheid über die Erweiterung des Werks. Das war übersichtlich, da wohnen ja nicht so viele Leute, aber es war eben möglich, dass eben da Berliner Leute eben mit dieser Technik, die quasi bei Deutsche Wohnen und Co. entwickelt wurde, an die Haustüren ging,
geben die Leute nicht Volltexte, sondern habt ihr gehört, was sind eure Probleme damit, ihr Zuhörendes arbeiten damit und der Volksentscheid war erfolgreich, dass die Politik dann natürlich einen Weg um den Volksentscheid herumfindet. Ja, das war dann klar. Zu der Zusammenarbeit mit den Gruppen ist auch sowohl in dem einen Bündnis, was sich jetzt mit den Arbeitern befasst, das ist auch ein wilder Haufen aus Anarchisten bis Marxisten, Leninisten. Es gibt 1000 Sachen, wie man schnell auseinanderfliegen kann, wenn man den Streit sucht. So, ich glaube, es hat sehr viel sozusagen sich zurücknehmen, auf die praktische Arbeit konzentrieren und eben dann, wenn es Unterschiede gibt, die nicht selbstsüchtig herausarbeiten, sondern sich dann auch solidarisch darauf zu beziehen. Weil ich glaube gerade, dass eben praktische Arbeit sehr viel dazu führen kann, dass weltpolitische Probleme, die halt dann eben aufgebauscht werden in der alltäglichen Arbeit vor Ort, vielleicht gar keine so große Rolle spielen, ohne sich eben natürlich komplett selbst zu verleugnen. Es gab ja die Frage, wie kann man sozusagen die Themen der Beschäftigten in die Stadtgesellschaft tragen, in die Stadtpolitik, in die Bevölkerung. Und wir haben das bei Vierfahren zusammen gemacht, indem wir schon am Anfang der Bewegung aktiv bei den Fahrgästen, und ich meine in der Stadt ist potenziell jede Person Fahrgast, Unterschriftenlisten gesammelt haben. Wir sind hingegangen und haben gesagt, also zu den Haltestellen, das ist auch gut, die Leute anzusprechen, weil die müssen warten, die haben Zeit, kann man mit denen sprechen, kann man hingehen und sagen, pass auf, wir haben eine Unterschriftenliste, bist du nicht auch dafür, dass der ÖPNV sich verbessert? Wir sind eine Initiative, wir wollen, dass sich auch die Situation der Beschäftigten verbessert, weil das hängt unmittelbar zusammen. Und da gibt es natürlich fast keinen Fahrgast, keine Fahrgästin, die da Nein sagen. Das heißt, darüber kann man auch mit den Fahrgästen ins Gespräch kommen und ihnen dann auch erklären, wie die Arbeitsbedingungen im ÖPNV-Bereich sind. Und das war bei Wir fahren zusammen bundesweit sehr erfolgreich. Ich glaube, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr ganz im Kopf, weil ich glaube, wir haben über 100.000 Unterschriften gesammelt in ganz Deutschland von den Fahrgästen. Und dann war vorhin auch die Frage, sozusagen, wie haben wir das konkret gemacht? Ne? Also jetzt diese Unterschriftenliste. Wir haben die Unterschriftenliste, das hieß so doppelte Mehrheit oder so, ein bisschen geschwätzter Begriff. Aber die Idee war, eine Mehrheit in der Stadtgesellschaft dafür zu gewinnen, dass der ÖPNV-Bereich besser ausgebaut wird und auch Mehrheit der Beschäftigten im Betrieb. Das heißt, wir sind auch, als die Tarifrunde losgegangen ist, in den Betrieb gegangen und haben dort auch mit den Beschäftigten gesprochen, ähnlich wie mit den Fahrgästen. Genau, das war auch ein Mittel. Ich meine, Unterschriftenlisten sammeln ist ja überhaupt ein beliebtes Mittel der Gewerkschaften. Aber die Idee war, nicht einfach nur Unterschriften zu sammeln und die Leute zu mobilisieren, sondern wirklich die Leute zu organisieren. Auch mit den Beschäftigten 1:1 Gespräche zu führen und dort auch eher in die zuhörende Rolle zu kommen und den Beschäftigten zu zeigen, wir hören euch, wir wollen von euren Problemen hören, wir wollen verstehen, was euch beschäftigt, um so eine Vertrauensarbeit zu machen mit den Beschäftigten und zu versuchen, über diesen Bereich die Beschäftigten dazu zu motivieren, in der Kampagne aktiv zu werden. Aber wenn man weiß, wie die Arbeitsbedingungen im Bereich sind, dann weiß man natürlich auch, dass es den Beschäftigten, nicht nur den BusfahrerInnen, natürlich auch den StraßenbahnfahrerInnen, natürlich aufgrund der Arbeitssituation natürlich schwer ist, in irgendeiner Art und Weise auch nur zu treffen in 3 Wochen zu sagen, weil die sagen, ich habe meinen Dienstplan noch gar nicht, ich weiß nicht, sozusagen, wann ich arbeiten muss. Ja? Und nochmal ganz kurz zum Schluss, es gibt natürlich nicht nur den Bereich der Verkehrswende, wo wir sozusagen auch in einer Kommune ansetzen können, sondern auch der Bereich der Wärmewende. Ja? In allen Kommunen ist Thema, wie können wir von fossil auf erneuerbar umsteigen. Kann ich jetzt von der Zeit nicht mehr eingehen, aber gibt es sozusagen auch verschiedene gute Ansätze. Und da können wir uns auch heute noch und zukünftig sozusagen vor Ort einbringen, um dort eine Bewegung aufzubauen. Also mir hat gut gefallen, was
die Petra erzählt hat, über Oberhausen, auch über die Herangehensweise an das Thema, so, also lebenswerte Stadt. Und ich meine, dass das jetzt von der Bewegung her ein übergreifender Begriff, aber das Problem stellt sich ja in jeder Stadt anders dar. Dann so. Bei euch ist das jetzt mit dieser autogerechten Zurichtung von der Stadt, bei anderen weiß der Kuckuck, was das Problem ist. Aber ich finde, das ist eigentlich von Seiten der Klimabewegung sozusagen das Thema, wo sie bearbeiten können, und die Schnittmenge ist dann letztendlich dabei rauszukommen. Du brauchst einen Haufen Investitionen, du brauchst Gerätschaften, du brauchst, um das zu realisieren. Und da habe ich jetzt einen Unterschied zu dir. Also ich habe mich jetzt zurückhalten, meine Beurteilung von dem, was wir Fahren zusammen geleistet hat in dem Bereich, das ist überhaupt nicht so positiv, wie du das darstellst, sondern ich finde, da ist genau die große Schwäche von wir fahren zusammen drin, und das mit der Unterschriftenliste, das reicht überhaupt nicht. Meiner Meinung nach wird es darum gehen, dass die Leute, die sich damit befassen, sich auch mit der Situation vom Verkehrssektor im Umfeld in der Kommune ausführlich befassen. Vielleicht jetzt nochmal hier an die Leute, hier Petra, an dich, der Team. Wer was mit den Verbesserungen vom Verkehrssektor im Sinne hat, den empfehle ich den Namen Heiner Monheim. Also der war bei Stuttgart 21 mit dem Winnie dabei, und der Heiner Monheim ist ein Typ, der macht ja innerhalb von 3 Tagen ein Verkehrskonzept. Und das ist tatsächlich, das hat Hand und Fuß. Also ich habe das in Schwäbisch Hall mit dem schon durchexerziert. Und das ist unglaublich, was der, also ganz konkret, und wenn man den einlädt, der kann darüber reden, total anschaulich mitreißend. Also sozusagen zu dem Thema in der Weltgeschichte rumzulotsen, das wird einen in dem Bereich wirklich vorwärts bringen. Und er ist ja jetzt auch in der Autoteilung ist er mit drin jetzt als Autor, dass er die betriebliche Schiene auch mit aufgenommen hat. Also den Namen empfehle ich wirklich jedem, wo sich mit dem Bereich befasst, weil der macht aus dem Handgelenk, liefert er die Sachen, wo ich jetzt in Schwäbisch Hall zum Beispiel lange Zeit brauche, um das zu erarbeiten. Der Monat kommt daher, macht einen Vortrag, und er hat es aus der Ferne diagnostiziert so was. Also der ist wirklich ein Phänomen, den kann ich nur empfehlen. Das andere, was du gesagt hast, also es bleibt nichts anderes übrig, glaube ich, auch vor Ort. Du musst auf die Gruppen zugehen, es braucht welche, die auf die Gruppen zugehen, weil jeder ist ja eingebunden im eigenen Vorgarten. Und in dem Gespräch musst du herausfinden, gibt es eine Bereitschaft und eine Offenheit, mit anderen zusammenzuarbeiten oder nicht. Und es kann natürlich sein, leider Gottes, bei vielen Investoren auf Gleichgültigkeit aufstoßen. Also da brauchst du wahrscheinlich auch eine gewisse Frusttoleranz, um das zu machen. Aber es ist trotzdem, es gibt nichts anderes. Und der andere Missstand, den du benannt hast, da beißt die Maus keinen Faden ab, du hast gesagt, wir sind weniger, ja, so ist es leider. Und das ist die Ausgangsbedingung sozusagen, unter der wir arbeiten, und wir müssen gucken, wie wir aus dem schlechten Zustand noch das Beste rausholen. Ja, also bei der Fragestellung komme ich natürlich darauf zurück und auch auf einzelne Wortbeiträge, was passiert in der Stadt. Ja, und in Düsseldorf zum Beispiel, also die Radfraktion der Linken ist ständig bei dem Thema Verkehrswende, Umweltschutz und so weiter. Ja. Also für uns ist klar, wir wollen einen massiven Ausbau des Radverkehrsnetzes. Wir wollen, dass der Autoverkehr eingeschränkt wird, dass 30 Kilometer Höchstgeschwindigkeit in der Stadt gilt und so weiter. Da decken wir uns mit unseren Forderungen total mit der Mobilitätswende-Initiative, die es in Düsseldorf gibt. In dieser Initiative ist Greenpeace, BUND, der ADFC, ATTAC, sage ich jetzt mal, als die bestimmenden Initiativen in dieser Initiative. Also quasi ist das ein Bündnis
von Umweltschutzorganisationen plus ATTAC oder so. Und die sind ständig dabei, ich sage jetzt mal, Rundfahrten zu organisieren. ADFC gibt regelmäßig Pressekonferenzen, dass ihnen der Umbau eben viel zu langsam geht, dass die Radverkehrswege nicht schnell genug ausgebaut werden und. Ja, und der Oberbürgermeister, der auch seit 2020 im Amt ist, der hat ja großspurig die Parole rausgegeben, bis 2030 werden wir Fahrradhauptstadt sein. Ja, also jetzt in den Zeitungen, naja, ihr hinkt aber weit hinterher und in einem Ranking unter 10 Großstädten ist Düsseldorf an 8. Stelle. Ja, also da sieht man, dieses Thema bewegt aber sehr viele Leute. Und was CDU und Grüne natürlich nicht so sagen, aber die CDU sagt, wir wollen Platz für alle. Ja, und das geht nicht. Ja, wenn man den Autoverkehr nicht einschränken will, dann soll man es besser sein lassen, sage ich jetzt mal. Der Platz ist endlich. Und dann, wenn man andere Verkehr, Fußgänger, ÖPNV, Radverkehr ausbauen will, dann muss der motorisierte Individualverkehr eingeschränkt werden. Das funktioniert sonst nicht. Und da versuchen wir natürlich immer wieder autofreie Tage zu fordern. Ja, auch, dass die Innenstadt weitgehend frei von Autoverkehr gestaltet wird und natürlich ganz wichtig, dass der ÖPNV, also in der Stadt, dass der besser funktioniert. Ja, nicht, dass die Autos Vorfahrt haben und die Straßenbahn oder der Bus, der steht an der Ampel rum. Also das ist eine sehr komplexe Aufgabe.